Dein erster App-Start ist ein Triumph, bis das Logcat in Flammen steht. Willkommen im Android-Dschungel. Es beginnt immer gleich. Du sitzt vor deinem Rechner, Android Studio ist gerade frisch installiert, die Finger kribbeln. Vielleicht hast du eben auch noch ein YouTube-Tutorial geschaut, in dem dir ein Entwickler mit irritierend ruhiger Stimme vermittelt, wie einfach Mobile Development mit Android doch eigentlich ist. Vielleicht trägst du sogar eine Entwicklerbrille, obwohl du eigentlich gar keine brauchst. Heute wird dein Tag. Du klickst auf New Project, fühlst dich wie ein Architekt, der gerade ein Hochhaus plant. Du nennst das Projekt My First App, weil du insgeheim weißt, es wird auch deine letzte sein. Du wählst eine leere Activity, klickst dich durch die nächsten Dialoge, die sich anhören, als wären sie aus einem dystopischen Gesellschaftsspiel. Minimum SDK? Use Legacy Support Libraries? Was auch immer das bedeutet, denkst du dir. Und klickst immer auf Next. Dann der große Moment. Finish. Dein Bildschirm friert kurz ein, dein Laptop heult laut auf, als würde er versuchen, aus dem Fenster zu fliegen. Und dann erscheint sie. Diese wunderschöne, klinisch sterile Benutzeroberfläche. Dein Projekt. Dein Baby. Das Hello World. Du klickst auf den grünen Play-Button und dann passiert nichts. Erst nach einer Ewigkeit erscheint der Emulator. Zumindest theoretisch. Praktisch handelt es sich um ein graues Rechteck, das aussieht, als hätte jemand ein altes 2002 Nokia-Handy in einen Bildschirmschoner verwandelt. Du wartest und wartest und wartest. Nebenbei googelst du Android Emulator Slow Fix. 7.290.000 Ergebnisse. Beruhigend. Plötzlich tut sich etwas. Ein Bildschirm, ein Ladevorgang und dann Hello World. Es steht da weiß auf grau wie eine Grußkarte aus der Hölle. Du hast es geschafft. Du bist offiziell Android-Entwickler. Für exakt 1,7 Sekunden. Dann schließt sich die App. Einfach so. Kein Fehlerdialog, keine Warnmeldung. Nur ein kurzer Moment der Hoffnung. Und dann Stille. Du öffnest das Logcat. Ein Textstrom prasselt auf dich ein, schneller als du lesen kannst. Wörter wie Error Android Runtime, Null Pointer Exception, Fatal Exception und Java Language Something Horrifying. Dein Bildschirm sieht aus wie ein Manifest des Untergangs. Und irgendwo mittendrin dein Projektname. Wie ein Schuldiger, der sich nicht rechtzeitig verstecken konnte. Du suchst nach der Ursache. Eine Textview, die eigentlich gar nicht existiert. Eine Activity, die nie wirklich geboren wurde. Vielleicht hast du auch aus Versehen ein Komma gelöscht. Oder Android hat einfach beschlossen, heute keine Apps mehr zu starten. Alles schon passiert. Du versuchst es erneut. Und wieder. Und wieder. Jede neue Fehlermeldung ist wie ein Schlag ins Gesicht. Manchmal mit dem Handrücken, manchmal wie mit einem Ziegelstein. Du gehst zurück ins XML-Layout. Du hast dort nichts verändert. Aber vielleicht, nur vielleicht liegt genau dort das Problem. Du fügst ein Android Layout Margin ist gleich 8 dp ein. Keine Änderung. Du entfernst es wieder. Jetzt crasht deine App schneller. Du erinnerst dich an einen Foreneintrag, der sagte, wenn alles schief geht, mach ein Clean mit Rebuild. Du folgst diesem Rat. Android Studio denkt 3 Minuten nach. Danach passiert nichts. Du versuchst den Menüpunkt Invalidate Caches und Restart. Der Button klingt so, als könnte er dein Betriebssystem aus dem 21. Jahrhundert befördern. Du klickst trotzdem. Der Rechner startet neu,
Android Studio lädt. Dein Projekt ist noch da. Immerhin. Du öffnest die Main Activity. Du verstehst kein Wort. Woher kommen all diese OnCreates und SetContentViews? Warum brauche ich all diese Klammern? Du bist sicher, dass Kotlin schöner sein sollte als Java. Aber gerade fühlt es sich eher an wie ein Sudoku in kyrillischer Schrift. Du versuchst das Hello World zu ändern zu einem Hallo Android. Ein kleiner Schritt für den Code, ein großer Schritt für deinen Stolz. Du klickst erneut auf Run. App has stopped. Diesmal gibt es wenigstens eine Benachrichtigung. Android zeigt dir gnädig den Fehler an. Du klickst auf App-Info, dann auf Force Stop. Du bist jetzt selbst Android-Administrator. Du kontrollierst Dinge, zumindest theoretisch. Du versuchst die App zu deinstallieren. Der Emulator friert ein. Frierst innerlich mit. Dein Kaffee ist kalt. Du weißt nicht, wann du eigentlich das letzte Mal geblinzelt hast. Und dann denkst du plötzlich, warum mache ich das überhaupt? Du könntest etwas Einfacheres machen. Eine Webseite bauen, ein Excel-Makro schreiben, Romane tippen. Aber nein, du hast dich für Android entschieden, weil du naiv warst. Weil du geglaubt hast, ein Betriebssystem, das auf Kühlschränken läuft, könnte auch für dich geeignet sein. Aber du gibst nicht auf. Du atmest tief durch. Du löscht dein Projekt. Du erstellst ein neues. Diesmal nennst du es Try Again App. Der Emulator startet schneller. Das Layout sieht besser aus. Du hast gelernt. Und dann ein kleines Wunder. Die App startet. Kein Crash, kein Stacktrace, kein Fluchen. Ein weißes Hallo Android auf schwarzem Grund. Du fühlst dich wie ein Held. Ein Überlebender im Kampf gegen die Null-Pointer Exceptions. Du weißt, es war erst der Anfang. Der erste Schritt in einem langen Tal voller dunkler Abgründe wie Fragment Manager, Recycler View und, Gott bewahre, Jetpack Compose. Aber du hast Hello World gemeistert und du bist nicht gestorben. Noch nicht.